Das ist Fatou Diatta, auch bekannt als die Berliner Künstlerin Sister Fa. Sie stammt aus dem Senegal und ist beschnitten. Ja, jetzt ich bin nicht mehr peinlich, das zu sagen, dass ich bin selber FGM Survivor. FGM, das bedeutet Female Genital Mutilation, also weibliche Genitalverstümmelung. Fatou wurde als Kind beschnitten, wie Millionen Frauen weltweit. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Kein Sex vor der Ehe, Reinheit oder das weibliche Lustgefühl zu unterdrücken. Ganz genau hier. Ich sehe das. Also als Frau ist es schon sehr beklemmend. Und zieht sich irgendwie alles zusammen. Fatou kämpft für die Frauenrechte in ihrem Heimatland, dem Senegal. Und das ist ein Vollzeitjob. Fatou hat halt echt alle unter Kontrolle. Ne? Die lässt alle stramm stehen, ist immer nur am Telefon. Schon krass, schon beeindruckend. Betroffene reden verständlicherweise nicht gerne darüber. Aber in Berlin treffe ich Aina, bevor es in den Senegal geht. Aina will nicht erkannt werden. Sie kommt aus Somalia. It's, you know, you're young, you don't have a choice. I think I was 7 or 8. It's like a wedding, you know. It's like there's slaughter, there's a lot of sweet. Everybody's happy, and then you are going. The girls, they take you to a room. So one by one, like a goat, they take you out. They hold you down, one holding your hand, another because you are fighting, because you don't want you see what do you call the razor that they're going to cut you. There is no anesthetic, there is nothing, and then they cut you, they stitch you. So I remember everything. I do remember everything. I can't forget. Aina ist 49 Jahre alt und will von Freunden und Familie nicht erkannt werden. Denn das, was sie getan hat, ist in Somalia ein Tabu. In Berlin wurde sie operiert. Ein Teil der Vagina wurde rekonstruiert. Cornelia Strunz hat Aina operiert. Sie ist Ärztin am Desert Flower Center, eine Organisation, die beschnittene Frauen operiert. Das macht sie seit knapp 4 Jahren. Sie kann sich an wirklich jede ihrer Patientinnen erinnern. Das ist Kadra. Kadra kommt ursprünglich aus Somalia und ist nach Typ 3 beschnitten, also ist komplett zugenäht gewesen. Und die haben wir im Februar 2015 operiert. Und ein Jahr später, im Januar, kam ihre kleine Tochter zur Welt. Erstes Kind? Ja, ihr erstes Kind. Ohne die OP hätte sie gar nicht schwanger werden können. Nein, ohne die OP hätte sie nicht schwanger werden können. Komplett zugenäht. Das muss man erst mal sacken lassen. Das bedeutet, den Frauen wird die Klitoris und ein Teil der Schamlippen entfernt. Und dann werden sie zugenäht. Es gibt unterschiedliche Formen. Mal wird mehr entfernt, mal weniger. In Deutschland sind etwa 50.000 Frauen verstümmelt. Tendenz steigend. Die größten Probleme, um das weiter auszuholen, sind natürlich, dass die Frauen versterben, ne, bei der Durchführung der Beschneidung. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass 10% an den akuten und 20% an den langfristigen Folgen versterben. Die Frauen, die den Weg zu mir hier nach Berlin ins Krankenhaus Waldfriede finden, leiden meistens darunter, dass die, wie gesagt, sich ihrer Weiblichkeit beraubt fühlen, dass sie sich nicht ganzheitlich, nicht komplett fühlen als ganze Frau. Viele Frauen können gar keinen Geschlechtsverkehr haben, weil die so zusammengenäht sind, dass sie wirklich auch Probleme haben beim Wasserlassen. Es dauert teilweise eine halbe Stunde, bis die Blase entleert ist. Mir fällt es echt sehr schwer dazu zu hören, aber es ist und bleibt ein wichtiges Thema. Denn 200 Millionen Frauen weltweit sind betroffen. Viele davon in muslimischen Ländern, aber auch christliche Länder führen diese Tradition fort. Ich reise mit Fatou und der Organisation World Vision in den Senegal, nach Kolda, um genauer zu sein. Hier sind über 90% der Frauen beschnitten. Und das, obwohl es seit 1999 im Senegal verboten ist. Das ist in vielen Ländern der Fall. Aber mangelnde Aufklärung und wenige Kontrollen erschweren, dass die Gesetze eingehalten werden. Viele der Beschneidungen werden heimlich durchgeführt oder in Nachbarländern. Fatou bringt mich zu einer angeblichen Beschneiderin. Das heißt, diese Frau wird uns definitiv anlügen. Wer weiß. Ist sie weg? Ja, aber sie hat uns gewartet und dann zum Ende ist sie weggegangen. Okay. Ja, hier, die Leute haben nicht so viel Zeit. Interviews sind hier etwas schwierig für mich. Fatou spricht Wolof, eine der Sprachen hier im Senegal. Die Beschneiderin im roten Kopftuch spricht aber eine andere Sprache, Fula. Deswegen brauchen wir noch eine zusätzliche Übersetzerin. Die Beschneiderin heißt Maimouna und kommt gerade vom Feld. Nochmal, Beschneidungen sind im Senegal verboten. Ist sie eine Beschneiderin? Okay, kita nang laajte ko ndax mën nañu leeralal ni ci loolu lay yëngu même bu doon sa doon yëngu. Non tigi way. Sunne ngongo ko tawangal woni. Elle dit elle est exciseuse, mais elle a arrêté. Ja, sie hat gesagt, sie ist Beschneiderin. Tradition. Aber jetzt, sie hat aufgehört. Wo macht sie das?
Hier? Ja, früher das war im Wald, aber jetzt ist es hier im Haus. Kann sie das zeigen, wo? Tararero. Wie alt war das letzte Mädchen, was sie verstümmelt hat? Und wie alt? 7 Jahre alt. Die letzte Mädchen war 7 Jahre. Hier? Das ist übrigens eine Toilette. Und nebenan kann man duschen. Das ist jetzt 1 Jahr her. Ja. Weiß sie, dass es illegal ist, dass es jetzt verboten ist seit sehr vielen Jahren? Bano famde. Ha hira ngarɗon ɗo. Kalan ɗon ɗum moƴƴa. Ja. Ja. Sie hat nicht gewusst. Jusqu'à ma venue. Ja, sie hat nicht gewusst. Das ist nur, wenn Projekte hier gekommen sind, dann hast du die Information gehabt. C'est une chose qui est bon pour elle. Ja, sie hat gesagt, das war ein gutes Deal für sie. Das war gut für sie. Wie viel kriegt sie denn für eine Beschneidung? Wie viel Geld? Manchmal sie kriegt 5000 Sefa, das ist ungefähr 9,50 Euro. Das ist viel Geld, ne? Ja, für sie das ist viel Geld, weil sie kann ungefähr für eine Woche essen für die Kinder hier. Weiß sie von den medizinischen Komplikationen, die diese Frauen haben? Ja, früher hat sie wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt über die Nachteile und Komplikationen, aber jetzt hat sie wirklich ein bisschen mehr Informationen gekriegt. Was ist denn bei dir, wenn du so eine Stelle siehst? Was denkst denn du? Bei mir, das war genau in einem Ort. Und wenn man sich so umguckt, sind nicht unbedingt die hygienischsten Verhältnisse. Also als Frau ist es schon sehr beklemmend und zieht sich irgendwie alles zusammen. Maimuna behauptet, sie habe aufgehört. Ob man ihr glauben kann, das weiß hier niemand so genau. Fatou und unsere Übersetzerin Mariama geben jedenfalls Maimuna ein bisschen Geld. Maimuna hat sich nämlich Zeit für uns genommen, konnte deswegen nicht weiter auf dem Feld arbeiten. Ich bin mit Fatou im Hotel in Kolda und habe mal eine ruhige Minute, um mit ihr zu sprechen. Fatou ist selber beschnitten. Sie war 4 oder 5 Jahre alt, als ihre Mutter sie zur Beschneiderin brachte. Also du bist ja eigentlich in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo das Tradition ist, wo jede Frau beschnitten ist. Wann hast du so gemerkt, ey, das ist nicht in Ordnung? Ja, das war viele Jahre früher in meinem Dorf in Chonkesil. 2 kleine Mädchen sind gestorben, direkt wegen FGM. Ich war ein bisschen jünger und ich habe mir viele Fragen gestellt. Warum, wie denn, welche Tradition kann die Leute weitermachen, wenn das tödlich ist? Ja, und dann natürlich für konkrete Frage, ich denke, ich war in die College und dann habe ich unseren Kurs für Schnittalpart gelernt und ich habe viele mehr Organe gesehen und bei mir, ich habe bemerkt, es gibt etwas, was fehlt. Sagst du eigentlich Beschneidung oder Verstümmelung? Beschneidung sage ich, weil Verstümmelung in die französischen Wörterbuch ist ein ganz schlechtes Wort. Das ist to cut with the intention to hurt. Ich kann nicht akzeptieren, dass meine Mutter hat mir verstümmelt. Das kann ich nicht nehmen, weil sie war eine sehr liebe Person. In Europa, das ist immer, ich kann nicht verstehen, wie die Mutter machen das weiter, die Kinder. Natürlich, das gibt einen sozialen Unterdruck. Und das ist sehr stark und stärker als manchmal Gesetz. Wenn du nicht beschnitten bist, dann kannst du keinen Mann finden. Dann darfst du nicht mehr mit den Leuten zusammen sein. Natürlich, dann würde die Mutter fragen, ja, das ist nur Schmerzen. Sie muss wie die anderen Kinder hier sein. Ich bin auch eine von denen, die sagt, wie kann man so etwas tun? Aber hier vor Ort wird mir klar, wie tief dieses Ritual in der Gesellschaft verankert ist und dass nur regelmäßige Aufklärung etwas bewirken kann. Noch dazu kommt, dass viele Dörfer abgeschnitten sind. Sie haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, keinen Strom, kein Internet. Woher soll auch der gesellschaftliche Wandel kommen? Vielleicht können nur Menschen wie Fatou etwas ändern.
Ihr Ziel? Mädchen sollen nicht mehr beschnitten werden. Dafür fährt sie regelmäßig in den Senegal und das bedeutet ganz schön viel Stress. Vor Ort klärt sie sogar noch den Strom für ihr Konzert im Dorf. Ich muss noch weiter der Mann von der Podium auch reden. Er hat mir gesagt, er würde alles organisiert, weil ich muss eher sagen, wie viel kWh wir brauchen. Das geht um Power, wie stark. Und wie reagieren so die Leute, wenn sie das so mitbekommen, wie du aktiv hier bist und Konzerte machst, von Tür zu Tür gehst? Ja, ist ja schon ein Tabuthema, ne? Ja, das ist, obwohl das Tabu ist, aber ich denke, die Leute haben auch verstanden, dass wir sind hier für die Kinder und auch für die Community. Das ist sehr weit hier, sehr warm und das ist nicht einfach, eine sehr schwere Reise zu machen für nur Spaß. Wir sind hier genau, weil wir denken, wir müssen auch die Community ändern. Die Leute müssen verstehen, dass das geht nicht so und das kann nicht auch weitergehen. Wow. Wir sind in Kumbakara, das ist in der Nähe von Kolda, so 70 Kilometer. Und Fatou war hier bereits 4-5 Mal und führt dann immer so verschiedene Programme durch. Und anscheinend hat sich hier das gelegt mit der Genitalverstümmelung. Also die Beschneiderin, die das früher gemacht hat, macht das anscheinend nicht mehr. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, inwieweit diese Infos dann konkret stimmen. Aber was man sieht, ist ganz schön. Es werden halt immer mehr Leute, die mitkommen. Weil wir gehen jetzt mit jungen Mädchen von Tür zu Tür, um so Aufklärungsarbeit zu leisten. Das machen Fatou und die anderen jungen Frauen zum ersten Mal. Keiner weiß, was sie erwartet. Werden die Frauen gut auf diese Aktion reagieren? Au début, il y a 2 à 3 maisons qu'on a touchées. C'était pas facile. Parce que pourquoi? On a trouvé des personnes qui pratiquaient l'excision. Mais quand même, elles nous ont parlé de cela, tout en nous parlant des choses positives de l'excision. D'abord, elles nous ont fait savoir qu'elles pratiquaient l'excision parce qu'elles voyaient que l'excision, c'était une façon de faire une planification à la jeune fille. Ça pouvait empêcher à la jeune fille d'aller à la recherche du plaisir des hommes et autres. Josiane ist 19 Jahre alt. Ihre Mutter hat sie als Kind beschneiden lassen. Moi, je dirais l'excision que j'ai, c'est une violation, c'est une violence. Donc cette violence, c'est ça qui m'a poussée à aider mes frères et mes sœurs à ne pas subir cette même violence. Raison pour laquelle je suis plus déterminée, engagée à sauver plusieurs filles. Frauen wie Fatou und Josiane kämpfen gegen die weibliche Genitalverstümmelung im Senegal. Dafür kommt Fatou sogar mehrmals im Jahr hierher und organisiert Kampagnen. Warum machst du das? Ich meine, du kommst von Berlin hierher in ein Dorf, wo 300 Leute leben, die kennst du nicht, du weißt nicht, ob das was ändert und du kommst hier 5-mal im Jahr her und machst das. Das ist sehr wichtig, weil die Leute denken, wir sind zuerst die Diaspora, wir sind die Senegalesen, die in Senegal leben. Und dann unsere Aktion muss nicht nur Geld und unsere Eltern zu schicken. Wechseln überhaupt nichts. Wir müssen etwas Konkretes, Action hier bei uns bringen. Ich war beschnitten, weil meine Mutter hat gedacht, dass sie hat etwas Gutes für mich gemacht. Aber heute lebt ich noch die Nachteil von Fraubeschneidung. Und meine Gedacht ist, wir müssen weiter mit den Kindern in die Community die richtige Information hier bringen, die Leute wirklich die Awareness, wie in Englisch, hier zu bringen, dass wir können unsere Mädchen besser schützen für eine bessere Zukunft. 18 Uhr, 32 Grad, glühende Hitze, kaum Schatten. Fatou ist seit den Morgenstunden unterwegs. Ich bin total platt. Fatou hat den ganzen Tag schon Migräne. Trotzdem zieht sie ihre Show durch. Für die Frauen im Senegal. Et m'empêche quasiment de dormir.